geistig präsent zu sein. Okay. Ultra present. Bewusstsein ist für mich so weit offen und frei zu sein, dass alles sein darf, wie es ist. Bewusstsein ist jede Sekunde eine neue Entscheidung, eine neue Ausrichtung. Also entweder du bringst die Meditation jetzt in dein Leben hinein oder du trennst die Meditation und hast eine Stunde nur dich und im 23 Stunden deines Lebens ist nur Wirrwarr. Ja, Stefan, schön, dass es geklappt hat heute für das Gespräch. Freut mich sehr, dass ihr extra angereist seid. Wir hatten ja vorher schon mal ganz kurz gesprochen. Ich habe dich eingeladen zu dem Thema Bewusstsein. Wir haben in der Vergangenheit schon die ein oder anderen Gespräche gehabt und ich habe gemerkt, so, dass du da auf jeden Fall ja eine sehr interessante Sichtweise hast oder auch viele Erfahrungen im Bereich schon gemacht hast und ja, vielleicht auch durch deine berufliche Tätigkeit das Feld Bewusstsein sehr, sehr wichtig ist. Ja, du bist Dirigent und ich glaube, ich würde jetzt erstmal den Rahmen lassen, dich selbst mal vorzustellen, was du so machst und vor allem, wie es dazu kam, dass du Dirigent wurdest. Ich freue mich erstmal riesig für die Einladung. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, deswegen ist die Begegnung mit dir so toll. Ja, mein Weg des Dirigierens begann schon mit 14 Jahren. Da habe ich zu Hause bei meiner Mutter im Haus oder bei meinen Eltern im Haus mit der Stricknadel an der Wand dirigiert. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß es bis heute noch nicht, hat mich dieses Dirigieren fasziniert. Jetzt erst so im Laufe der Lebenszeit weiß ich, was es mit mir so alles macht, dieses Dirigieren, bewusstseinsmäßig. Mit mir als Mensch kann ich sehr viel entdecken über meine Fähigkeit beim Dirigieren. Und du hast eben kurz das Thema Bewusstsein angesprochen und ich durfte in den laufenden Jahrzehnten jetzt mich stark trainieren, was Bewusstsein für mich wirklich ist, um das in die Kraft, nicht nur der Musik, auch in die Kraft für die Menschen umzuwandeln. Mhm. Du hast mir damals mal in einem Gespräch erzählt und das fand ich sehr beeindruckend, den Zustand, den du hast beim Dirigieren. Und das war für mich damals komplettes Neuland, weil ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe einfach nur so, man kennt es ja, so einfach aus dem Theater oder aus dem Konzert, was steht halt vor dem Dirigent und der macht was. Aber mir war nicht bewusst, zum einen, was er wirklich macht und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, in welchem Zustand ist diese Person. Magst du mir das mal erklären? Wie fühlt sich das an? Also, welchen Zustand kommst du, wenn du vor einem Orchester stehst und dirigierst? Das ist nicht bei jedem gleich. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Und das hat sich auch erst entwickelt im Laufe der Jahrzehnte und ich bin gerade jetzt drauf, es wird sich noch immer weiterentwickeln. Aber der Zustand kann man sich vorstellen folgendermaßen. Mein Körper steht da und er macht irgendetwas, aber durch mich fließt wie durch ein kosmisches Portal das, was ich mit der Partitur, was ich in der Partitur studiert habe. Und ich frequenziere das eigentlich nur aus. So einfach ist es. So einfach, ich kann es auch nicht für meine Studenten mehr beschreiben. Erst als ich dann das Lehren anfing über Dirigieren, musste ich mich ein bisschen konkreter mit mir befassen, was ich denn da wirklich tue. Aber eigentlich strömt es durch und ich strahle nur das aus, was die Frequenz in dem Moment schöpfen möchte. Mhm. Und dadurch, Entschuldigung, wenn ich gerade weitermache, Ja. dadurch folgt natürlich auch das Gegenüber, also das ganze Orchester mit 50, 60 Mann, viel einfacher, weil sie einfach diese Frequenz wahrnehmen können. Mhm. Jetzt nochmal einfach fürs Verständnis. Wenn du nicht dort wärst, beim Orchester, also beim Konzert, könnten die Musiker das dann trotzdem spielen? Oder hängt es wirklich am Dirigent, was gespielt wird? Weil das ist ja, wie groß war das letzte Orchester, was du hattest? Einfach mal so. 60, 70, genau. 60. Also 60, 70 Musiker, die gleichzeitig da sitzen. Genau. Und was ist deine Aufgabe dann dabei? In der Probe ist es Ordnung zu schaffen von der Partitur, wie ich sie von dem Komponisten erfahren habe. Also durch Partiturstudium, durch Klavier, das so wie ich es erfahre. Ich sitze dann, kleine Einsicht, ich sitze dann am Klavier und wie ich diesen Akkord empfinde, nicht in Trauer oder sonst irgendwas, sondern wie es in mir resoniert, frequenziert, das strahle ich dann später wieder aus. Am Konzert, in der Probe heißt so und so und das und das und das.
Und jedes Orchester klingt mit dem gleichen Stück und einem anderen Dirigenten am gleichen Abend jedes Mal anders. Also jeder gibt seine spezielle, individuelle Schöpfungskraft hinein, wie er diese Partitur empfunden hat. Im besten Sinne zum Komponisten, aber wir sind Menschen, ich kann es nur so lesen von Komponisten, wie ich es empfinde. Partitur für einen Laien heißt? Partitur heißt dieses Buch, was vor einem liegt, diesmal nicht mit Buchstaben, sondern mit Noten. Okay, verstehe. Wenn du jetzt vergleichen würdest, deinen Zustand im normalen Leben, im normalen Jetzt, also im Alltag, versus dem Zustand, wenn du als Dirigent auf die Bühne gehst, ist es ein Unterschied für dich? Oder ist der Zustand, hast du den mehr oder weniger immer? Es gibt verschiedene Zustände, aber ich habe mich dazu gemacht, dass ich auch ohne Dirigieren annähernd in so einen Zustand kommen kann. Das ist dieses Thema Bewusstsein, worauf das ist, können wir nochmal drüber sprechen, auch wie du das siehst. Aber was der Unterschied ist, wenn ich auf dem Pult stehe, ist, es brennt. Es brennt durch mich hindurch. Es kann mir gut gehen, es kann mir anders gut gehen, aber wenn ich auf dem Podest stehe und dieser Klang geht durch mich hindurch, dann ist es schon fast wie eine Genesungssession. Okay, also du nimmst es körperlich richtig wahr. Ist es ein körperliches Brennen? Es ist eigentlich wie, ich habe mal so ein schönes Sprichwort gehört, oder eigentlich ist es mittlerweile meine Wahrheit, wir haben keine Seele, sondern der Seele hat einen Menschen. Und diese Seele hat einen Menschen, so fühle ich mich, wenn ich dirigiere. Die Frequenz hat einen Korpus und dieser Corpus Domus, der Körper, der macht irgendwas. Es kommt auch vor am Konzert, dass der Körper sagt, Stefan, ich weiß nicht, ist gerade grenzwertig, ne? Und dann sagt irgendetwas, es ist jetzt egal, weiter. Aber es ist ja ein Zustand, also du hast keine Zeit zum Überlegen. Nein. Oder? Nein. Okay. Gar keins. Wenn ich überlege, ich war ein unheimlich Schnelldenker, das nennt man so dieses Multitasking-Fähige, was Frauen wohl haben. Aber eigentlich habe ich erkannt, ist es nur, ich war unheimlich, wie viele Menschen auch, das geht ja gar nicht die Besonderheit von mir, ich bin unheimlich schnell gewesen, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber dieses links-rechts kann ich nicht in Nanosekunde holistisch agieren. Das heißt, für alle Zuhörer, Zuschauer, der Dirigent hat eine Idee, eine Vorstellung, eine Frequenz von dem, was es gleich erklingen soll. Er macht etwas mit seinen Händen, mit seiner Kommunikationssprache, Gesicht, was auch immer. Und dann kriegt er direkt das Feedback vom Orchester über den Klang. Und dann muss ich berechnen, auch wenn es nicht so ist, wie komme ich von da zu dem nächsten Klang, den ich aber so empfinde. Und dazwischen ist dieser Zeitmoment. Okay. Also musste ich mich dazu bringen, da gibt es etwas Höheres, da gibt es etwas anderes, was mein denkendes Gehirn in einen holistischen Zustand bringt. Das heißt, du bist aus meinem Verständnis im Zustand von einem Zero-Mind-Zustand oder einem Flow-Zustand, so kennen es vielleicht auch viele. Und das kontinuierlich im Prinzip über das gesamte Konzert. Ja. Stark. Außer es bringt einen raus, natürlich, wenn mal etwas nicht zusammen ist, dann kommt wieder kurz das Kognitive. Es ist ständig dieser Switch rein, raus. Es gibt mal diesen Glücksmoment, wo man sagt, okay, 1 Minute war nur Flow von uns allen. Aber ständig geschieht irgendetwas. Aber Ziel ist immer wieder sofort hinein in Flow. Eigentlich wie im normalen Leben. Sofort wieder eigentlich in meinen Zustand. Es struggelt im Leben, ja, und so ist beim Konzert auch. Es struggelt kurz was. Die zwei haben es nicht ganz geschafft. Ich versuche das mit zu koordinieren oder frei zu lassen. Und am Grunde ist es dieses Zero-Feld, was du genannt hast. Dieses im Unterrichten kam ich drauf und habe ich mich mit Quantenphysik noch nicht beschäftigt. Wir machen so eine Übung und ich sage mit jedem, du berührst das Feld. Und fast alle haben gesagt, und das Feld berührt mich. Und die Quantenphysik beschreibt es als dieses Nullpunktfeld. Und da ist man eben in allen Gamma-Brainwaves eben, um kreativ zu sein. Gamma-Brainwaves heißt? Das sind die Brainwaves für, wie du es genannt hast, Flow. Also wer im Flow sein möchte, ist in diesem Gamma-Brainwave. Wenn wir normal analytisch denken, sind wir in Beta und so weiter und so fort. Von deinem Werdegang, war das so gewesen, als du mit Dirigieren angefangen hast? Also ich denke mal, das ist ja auch ein Prozess, ist ja irgendwie ein Lernprozess. Oh ja. War der Zustand bei dir schon immer
da? Oder ist es was über die Zeit gekommen ist, was du trainiert hast? Also ich war schon immer kreativ im Sinne von, ich kann nicht planen, ich kann nicht koordinieren. Ich war schon immer ein sehr spontaner Mensch. Und dieser Beruf hat mich dazu gemacht, dass ich es sein darf und sogar sein muss. Ich für mich. Es gibt andere Dirigenten, die machen das auf ihre eigene Qualität. Aber was du beschreibst, ist so etwas, was ich erfahren habe als Kind. Ich bin mal durch die Straße gegangen. Ich war recht jung, 5., 6. Klasse. Und ich lief durch diese Straße zu meinem Schulbus Samstagmorgens. Wir hatten noch Samstagmorgens Schule. Und auf einmal war es sowas wie, ich bin Licht. Ich spürte Licht. Ich weiß nicht, wie es war wirklich damals schon das Wort Licht. Und es war etwas, was ich wieder vergessen habe und erst seit ein paar Jahren wieder zu mir zurückkam, als ich mich viel mit Coaching befasst habe, mit Menschsein, mit wie bringe ich meine Seele in den Menschen, dass mir das Ganze entschwunden ist, aber es entspricht eigentlich unserer aller Herkunft. Mhm. Das ist ja eigentlich ein tief spirituelles Erleben, was du als Kind hattest. Ja. Würdest du das Dirigieren in die gleiche Schublade stecken? Ist es was Spirituelles auch? Also ich sage nicht, dass ich unspirituell bin, ich habe mich lange mit Spiritualität befasst, aber ich muss es ja irgendwie ins Leben bringen. Spiritualität kann ja auch manchmal nur ein Weg von weg sein von dem, was man sein möchte, was es bei mir auch war. Ich wollte einfach nicht mehr so sein, wie ich bin, vielleicht auch nicht mehr unbedingt auf der Erde. Wie konnte ich mir das antun, hier auf diese mangelhafte Erde zu kommen? Und dann habe ich mich schon ein bisschen in die Spiritualität geflüchtet. Ich nenne es anders, geistig präsent zu sein. Okay. Ultra present. Okay. Und es ist wie wenn einer auf dem Berggipfel steht und Abgrund 4000 Meter und dazwischen hast du nur das da. So, und dann musst du ultra präsent sein, um das alles wahrzunehmen, sowas von bewusst wahrzunehmen. Und so fühle ich mich, wenn ich dirigiere. Nur, es passiert nichts, wenn ich struggle. Ja, das war genau das, was du mir damals erklärt hast. Und ich so gemerkt, so, wow, das möchte ich auch. Ja. Also ich glaube, das ist ein Zustand, den viele anstreben. Auch im Coaching habe ich das immer wieder. Also wenn man in diesem Zustand ist, dann gibt es ja auch keine Probleme. Das ist ja ein Zustand jenseits von den täglichen Problemen. Hast du Aber es kann auch eine Sucht werden. Okay. Also es gab ein Zeitfenster, wo ich nichts mehr konnte, außer dirigieren. Also ich war so down, mein Körper war down, damals kamen Zwillinge und mein Dirigieren war so ein bisschen für mich an der Grenze. Dirigieren ging noch. Wie ich auf Podest kam, wusste ich streckenweise gar nicht. Ich war psychisch dermaßen an die Grenze gestellt worden. Und dann kommt natürlich diese Sucht. Ne? Ich muss wieder hoch auf den Berg, ich muss wieder auf diesen Gipfel, weil nur das diesen Hauch gibt und man sagt, oh, das ist Leben. Aber nicht nur das ist Leben. Es kann auch so ein bisschen zur Droge werden, letztendlich. Ja. Okay. Und vor allem dann, wenn man merkt, auf der Erde, also irdisch ging bei mir nicht mehr viel. Also das ist die menschliche Ebene, also geht man mehr in diese Droge hinein, bis einem dann die Leine gezogen wird. Okay. Und die Seele sagt, naja. Wurde dir die Leine gezogen? Mir wurde die Leine sanft gezogen, aber sie wurde gezogen, ja. Okay. Genau. Magst du ein bisschen was erzählen? Also ich weiß, du hast einen sehr starken Veränderungsprozess auch durchlebt, der sicherlich ganz spannend ist. Also erzähl mal ein bisschen was drüber, wenn du magst. Also es war ein Prozess des Wachwerdens, nenne ich es mal. Und ich hatte als Dirigent die Chance, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich kenne deinen Weg des Wachwerdens noch gar nicht so. Vielleicht kannst du später noch was darüber berichten. Meins war ich habe vorhin gesagt, ich stand dirigentisch an einer Grenze. Das war an einem Zeitpunkt, ich hatte Zwillinge. Bis dahin war ich ja nur ich und da gab es noch eine Partnerin und meine Musik. Und dann kommen natürlich Kinder hinein ins Spiel. Und dann hast du vorhin noch die Pampers gewechselt und jetzt gehst du zum Proben oder ins Konzert. Oder das war für mein Gehirn erstmal, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und durch den Weg, dass ich dann jemanden gefunden habe, einen Dirigenten, Lehrer, der mich in diese Energiewelt hineingebracht hat. Und da hatte ich die große Chance, ein Werk zu studieren, das nannte man Traveler. Das ist nicht die Geschichte, wo mir die Reißleine gezogen wurde, sondern es war schon die Geschichte wieder raus. Aber mit diesem Werk Traveler bekam ich sowas wie diesen Erleuchtungsmoment, wovon viele sprechen. Okay.
ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, ob es wirklich Erleuchtungsmomente ist. Ich weiß es bis heute noch nicht. Aber ich studiere dieses Werk. Ich saß im Zug von irgendwo nach nirgendwo. Und auf einmal war alles frei. Es kam Energie durch mich hindurch. Ich hatte einen Tränenfluss. Ich war in Freude und Leid zeitgleich. Ich schaute eine Dame an, die mich dann im Zug so angeschaut hat. Und das ging lange, weiß nicht wie viel, 20 Minuten. Ich bin raus aus dem Zug. Ich stand in Mannheim am Hauptbahnhof und ich sah alles an mir vorbeigehen und ich war glückselig. Es war wie, das damals im Orchester so beschrieben, als wäre ich bei meiner Mutter zu Hause. Nicht die irdische, sondern da, wo ich später zurückgehe oder von da, wo ich herkomme. Okay. Und das war der Moment, wo ich sage, wenn ich gehe, da gehe ich dahin. Das kann für mich nicht schlimm sein. Hat das was geändert für dich? Ja, es war dann die Sucht, immer wieder dahin zu kommen. Und das war für mich Frieden. Also ich bin weit weg von Suizid, aber das war immer so, ach, das ist doch da, dort ist es doch viel besser. Hat's deine Beziehung zum Tod verändert in dem Moment? Oder war das bis dato hatte ich gar keinen Blickpunkt für Tod, aber mein Vater hat ein großes Thema zum Tod gehabt. Jetzt ist er gegangen vor einem Monat. Ich sah das schon immer ein bisschen anders. Aber ja, bewusst hat es mir gemacht. Ich bin überzeugt, ich gehe dahin zurück. Und es ist ganz leicht, es ist easy. Und wenn es soweit sein soll, dann gerne. Das ist schön, wenn man schon mal einen Ausblick bekommt und weiß, so, das ist nichts vielleicht, wo man Angst haben muss. Oder genau. Also es war kein Nahtod, aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ich berichte dann, wenn ich wieder inkarniert bin. Dein Veränderungsprozess. Ja. Wie hat sich der angedeutet? Also gab es da ein Event, eine Lebenskrise oder wie ging das los? Na, es gab viele Veränderungsprozesse und ich habe es vorhin kurz beschildert, ich bin durch meine Astrologie ein Doppelwitter und der liebt Veränderungen. Okay. Feuerzeichen, der verbrennt gerne die Dinge. Und mein letzter Veränderungsprozess, über den kann ich sprechen, sonst reicht der Podcast nicht. Ich war 10 Jahre in einem öffentlichen Dienstverhältnis, in einem professionellen Orchester. Ich bin jetzt mal ganz offen und frei. Und es hat mir viele, viele Aufgaben gegeben. Also wirklich, man würde sagen Geschenke, aber es hat sich weit nicht so angefühlt als Geschenk. Also es waren 4 Jahre für mich, das war eine Nahtoderfahrung, jede Nacht. Also ich bin mit 3, 4 Uhr nachts aufgewacht, schweißgebadet und konnte da eigentlich gar nicht hin, musste aber jeden Morgen wieder meine Führungskraft zeigen. Und dann gab es diesen Moment, dass ich in eine Coaching-Ausbildung kam. Da haben wir uns kennengelernt. Du hast eine der ähnlichen Coachingsausbildungen gemacht wie ich. Und das war so die Initialzündung, wie man Sachen verändert. Wie man die Prozesse beschleunigen kann. Wie einfach es eigentlich ist, Sachen im Veränderungsprozess zu lösen, dass es dann so weit kommt, dass das innere Ich sagt, und jetzt ist es soweit. Jetzt gehst du. Ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber jetzt hast du den Mut, einen Schritt zu machen und ins Nichts zu gehen, zu springen. Das heißt, also du hattest eine Festanstellung, du hattest ein großes Orchester und dann hast du beschlossen, das zu beenden. Ja. Und das mehr oder weniger sehr abrupt. Die Phase dahin hat ein bisschen gedauert. Okay. Es war nicht von heute auf morgen. Also ich hatte schon jahrelang gespürt, oder 3 Jahre, das ist es nicht. Vielleicht waren es auch 4, wenn ich ehrlich bin. Also wo mir es bewusst war, eigentlich soll es da raus. Und erst dieses Coaching hat mir diese Initialzündung gegeben. Also ich kann jedem empfehlen, ich kenne Joachim, wer darin hier seine Zukunft sieht. Joachim kann genial durch super gute Fragestellungen einem da unterstützen und sagen, Moment mal, ich muss mich nochmal überdenken, und hilft einem. Also die Gespräche, die wir hatten, Dankeschön. waren, ohne dass du mich jemals bewusst gecoacht hast, waren immer so, ja, okay, da gibt es noch mehr. Durch die Hintertür. Ja, genau, durch die Hintertür. Du hast doch nicht gefragt, aber denk mal drüber nach. Oder weit darüber hinaus. Und es wurde immer intensiver. Es war immer mehr spürbar, aber der Mut hat gefehlt. Mir hat der Mut gefehlt, diese Tür zu öffnen und sagen, springe, geh. Wie hast du den Mut gefunden? Wie kam? Es waren ganz viele Prozesse, ganz viel über Energiearbeit. Und wenn man das alles innerlich verändert hat, dann
ist es möglich und es ist keine Angst mehr, es ist notwendig. Der Körper schreit und sagt, es geht nicht mehr. Wenn ich jeden Morgen dahin gehe oder abends oder mittags, denke ich, es geht nicht mehr. Energiearbeit, das ist spannend, also nicht jeder versteht es vielleicht. Ja. Was meinst du damit? Also wie ging das hast du einfach eine energetische Session gemacht? Hast du selbst gearbeitet? Hast du einen Glaubenssatz in dir gelöst? Oder? Einen. Also wir haben ganz viele Glaubenssätze gelöst. Aber ich sehe das so, ich beschreibe es als Musiker. Energiearbeit ist nichts anderes als Frequenz. Wenn wir ein Instrument spielen, spielen wir einen Ton. Das Instrument, was ich benutze, kann ja so gut sein, wie es möchte. Der Mensch spielt dieses Instrument. Und er gibt seine ganz persönliche Note in dieses Instrument. Nimmst du das gleiche Instrument, wird es anders klingen. Somit ist es für mich ein Zeichen, dass wir alle eigentlich lebendige Frequenzwesen sind. Und somit haben wir von Kindheit an, kommen wir auf die Welt aus meiner Sicht und sind so rein, wie wir es uns auf Wolke 7 vielleicht uns so ausgemalt haben. Und dann werden wir vom Umfeld geprägt und dann gibt es diese Schwingung, es gibt diese Schwingung, es gibt Geldmangelschwingung, es ist das nötig, es sind so meine Glaubenssätze von meiner lieben Mama, es ist wirklich nötig. Und aus meiner Sicht schwingt das alles in mir, bewusst, unbewusst. Und wenn ich das entdecke und frequenziere es weil alles ist Energie, Energieerhaltungsgesetz heißt, Energie ist wandelbar, Energie ist immer wahr, immer. Und dann fange ich an, mir diesen neuen Ton hineinzugeben, zu vibrieren, zu erleben, zu erfahren. Und dann wird es immer stärker. Dabei mache ich nichts, es sitze ich einfach nur da. Und das muss das Nervensystem erstmal annehmen. Und wenn das angekommen ist, es braucht eine gewisse Zeit. Und dann ist es für mich diese Beschreibung von Energiearbeit. Und dann ist es möglich, den Veränderungsprozess anzugehen, den man eigentlich schon längst hätte machen sollen. Das ist spannend, was du beschreibst, weil ich merke, also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht auf meinem Weg. So über die letzten 10, 15 Jahre habe ich ja ganz, ganz viele Themen gelöst. Und er ist Meister im Themenlösen. Und ich glaube, das war zeitlang, war das wahrscheinlich auch, glaube ich, so meine persönliche Droge, weil ich gemerkt habe, wow, da geht noch mehr. Und tatsächlich konnte ich merken, so dass mein Körper freier wird. Das ist wirklich, ich habe energetische Themen gelöst oder einen Glaubenssatz gelöst, mit Leuten gearbeitet. Und danach hat mein Körper reagiert. Mein Körper, ich würde sagen, hat entgiftet. Irgendwas hat er losgelassen. Und auch Blockaden, die ich vorher hatte im Körper, also wirklich physische Blockaden, die merke ich, die sind jetzt offen. Und mein Körper fängt wieder an zu schwingen. Also, dass ich wirklich auch mehr Dinge wahrnehmen kann. Und was du gerade gesagt hast, ist mit dem, man kommt als Kind auf die Welt und man ist irgendwie rein und man ist in einer Anbindung. Und dann kommt halt so das Leben. Und so würde ich es auch bei mir beschreiben, irgendwie, ich habe so auch Zustände erleben dürfen, wo ich sage, wow, das ist also so ein hoher spiritueller Zustand. Und dann irgendwann, ja krass, das kenne ich schon. Und ich habe mich wieder gefühlt wie als Kind. Also das war irgendwie nichts Neues. Und es ist wirklich so, da gibt es ja diesen Spruch, so werdet wie die Kinder. Mhm. Und der hat für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen, als ich das für mich so verstanden habe, als der Zustand. Weil Kinder, wenn man die anschaut, die sind in der Anbindung, die sind im Hier und Jetzt, die sind in der Freude, die sind einfach präsent. Und wir verlernen das. Und wenn wir Glück haben und lang genug arbeiten, dann kommen wir irgendwann wieder da an, wo wir schon als Kind waren. Und wie krass ist das halt? Ja. Wie lange müssen wir wieder Sachen abbauen, unseren eigenen Ton wiederfinden, die Misstöne wieder herausarbeiten, wie du es meisterlich in den letzten Jahren, wie ich dich kennengelernt habe, gemacht hast. Das ist schön, wie du es beschreibst, den eigenen Ton wiederzufinden, die eigene Frequenz. Oder die Töne. Oder Töne, ja. Ja, genau. Also ich habe es nur mit einem Ton. Wie magst du das mit deinen Klientinnen, Klienten? Diesen Weg wieder zurückzufinden in ihre Kraft, in ihre Substanz? Aber ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich gehe immer individuell vor und es kommt erstmal auf die Bereitschaft an. Also es ist wirklich so die Bereitschaft, was wollen die Menschen, wie tief wollen sie gehen und vor allem, das ist so der Knackpunkt, ist die Person bereit, sich auch schmerzvolle Dinge anzusehen. Und das ist halt schon, glaube ich, so diese Bereitschaft muss man oder sollte man haben, weil so was ich gemerkt habe, also auch was ich selber
bearbeitet habe jetzt über die letzten Jahre, das sind ja alles Dinge, die ich irgendwann erlebt habe, aber zu dem Zeitpunkt entweder wollte ich sie nicht verarbeiten oder ich konnte sie nicht verarbeiten, weil ich vielleicht als Kind erlebt habe oder ich habe es schon mitgebracht. Und das ist so die große Herausforderung, was ich habe. Aber ansonsten gehe ich das sehr individuell vor und ja, manchmal braucht es auch gar nicht so den Deep Dive. Manchmal ist es wirklich einfach nur ganz normal im Leben den nächsten Schritt gehen. Und das war auch eine Erfahrung, die ich jetzt über die letzte Zeit gemacht habe. Man muss nicht alles gelöst haben, um in die Umsetzung zu kommen. Also man kann auch einfach tun und umsetzen und machen. Und Ja. ich habe halt vielleicht noch Päckchen da und es ist vielleicht auch mal schwer. Aber das ist halt oft auch der Weg, also auch zu gehen, wenn es schwer ist. Ich würde mal sagen, wenn man das mit Fitnessstudio beschreibt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Körper aufbauen will, ich will Muskeln zunehmen, es wird halt nicht gehen, ohne dass ich auch physisch mal ein bisschen Schmerz aushalten muss. Wenn ich da immer in der Komfortzone bleibe, dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich viel Muskeln aufbauen. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf die innere Arbeit rüberspiegeln. Wenn ich da abbiege, wo der erste kleine Schmerz das erste kleine Ziehen losgeht, ist die Veränderung halt auch dementsprechend, ich sag mal, minimal. Ja. So. Dabei ist es gar nicht schwer. Schmerz auszuhalten ist ja bei uns auch. Es reicht manchmal, da zu sitzen und die Tränen laufen zu lassen. Absolut. Das ist manchmal auch, Absolut. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manche haben ja so ein bisschen, soll ich da an die Lösung heran? Aber schön, dass du beschreibst, dass wir Coaches, wenn ich mal das Wort nehmen darf, gar nicht alles gelöst haben müssen. Aber meine Vorbilder waren immer die sagen, so ist es ehrlich, das habe ich gemacht, bei mir hat es funktioniert. Probier es, ob es bei dir auch funktioniert. Absolut, absolut. Ja, und ich bin noch nicht im Nirvana, ich bin noch nicht komplett durchgecoacht, aber wozu auch? Wozu auch? Das Thema ist halt wirklich auch, also was ist so der Wunsch der Seele, wo geht's hin? Ja. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, aus eigener Erfahrung, ich dachte ja auch, ich bin irgendwann mal durch damit und habe gemerkt, das geht immer weiter und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal aufhören, ich muss jetzt einfach ins Leben kommen und Dinge halt einfach machen. Und früher, bevor ich mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, habe ich ja ganz viele Sachen in meinem Leben erreicht und ich hatte ganz viele Probleme, die ich rumgetragen habe. Es ging trotzdem parallel. Deswegen fahre ich mittlerweile auch so den Weg, okay, das Wichtigste ist, ins Tun zu kommen. Jeden Tag. Und wenn ich noch nicht viel machen kann, dann mache ich halt kleine Schritte. Aber wenn ich jeden Tag mache, kleine Schritte, da passiert ja was. Ja. Und das war auch ein Lernprozess für mich, weil ich früher immer so gedacht habe, also ich hatte einfach so, wie sagt man so, Aha-Momente und ich habe so große Themen bei mir gelöst, wo ich einfach mal gemerkt habe, ich habe ein Thema gelöst und auf einmal fließt es halt einfach so krass, dass ich das genau immer wollte. Das war dieser Misston, der so stark drin war, genau. Ja, genau. Der hatte Knoten geplatzt. Und auf einmal merkt man so, das ist wie so, da hat sich schon so viel angestaut und es float einfach durch, mal ein halbes Jahr. Und dann denkt man natürlich, cool, jetzt suche ich mir das nächste große Päckchen. Und das kam dann halt nicht mehr. So. Die Sucht des Lösens, gell? Die Sucht des Lösens, ja. Ja. Was mich interessieren würde bei dir, wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Bewusstsein. Ja. Was ist Bewusstsein für dich? Wie würdest du es definieren? Oder wie nimmst du es wahr? Ich weiß gar nicht, ob es ein Buch gibt oder ob das Buch so heißt. Bewusstsein ist die einzige Realität. Ich gehe wieder aus dem Dirigenten hinein, wenn ich zu stark bewusst auf eine Gruppe bin, die gerade nicht harmonisch im Einklang ist, dann selektiere ich alles andere aus. Also ein Beispiel, der Klarinettensatz spielt jetzt nicht ganz harmonisch im ganzen Orchester, also zoomt der Dirigent nur auf die Klarinetten. Ich höre aber nicht mehr, wie die Trompeten spielen. Also ich separiere mein Bewusstsein und begrenze es auf diesen einen Raum. Bewusstsein heißt für mich, immer wieder weit zu werden. Immer wieder offen zu werden. Es gibt was ich bewusst wahrnehme, heißt, das, was mein Herz oder was von oben kam, da oben übersetzt wird. Das ist mir dann bewusst. Ich habe ein Gefühl, aber es ist mir nicht bewusst, wo es herkommt. Sekundär, ich habe das Gefühl, will ich es haben? Nein, dann verändere ich das Gefühl. Es ist wirklich so einfach, nur es ist so einfach, dass selbst mein Kopf manchmal sagt, oh, da braucht es einen Prozess, da musst du jetzt dies tun und das tun. Und dann sage ich dem Kopf, ist aber nicht so, weißt du, gell? Es geht eigentlich ganz einfach. Dann gibt es die ganzen unbewussten Dinge, die sind deswegen bewusst, weil es noch nicht ankam. Oder auch noch nicht
spürbar ankommen. Wir haben diese Verkrampfung vielleicht in uns, diesen Misston schon seit Ewigkeiten. Und erst wenn wir ihn spüren, dann wird er uns bewusst. Und dann sagen wir, jetzt lösen wir den. Und dann kommen die ganzen Obertöne, wie wir es der Musiksprache nennen. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Wann fange ich an zu schwingen? Weil der eine Ton schwingt und alle Familienmitglieder des Tones schwingen mit. Genau, ich hoffe, ich kann es irgendwie gut erklären für die, die mit Musik nicht tieffachlich drin sind. Bewusstsein ist für mich so weit offen und frei zu sein, dass alles sein darf, wie es ist. Ist es ein bewusster Prozess für dich? Also jede Sekunde aufs Neue. Mhm. Bewusstsein ist für mich persönlich nicht etwas, was ich einmal erlangt habe durch die Erleuchtung von dem Werk Traveler. Nein, Bewusstsein ist jede Sekunde eine neue Entscheidung, eine neue Ausrichtung. Schwinge ich mich jetzt auf, ich bin bewusster als eine Sekunde davor, dann gehe ich in das Feld von mehr Bewusstsein, bitte jetzt. Mhm. Also würdest du es auch so beschreiben, es gibt Zustände, wo du bewusster bist, es gibt Zustände, wo du weniger bewusst bist? Mein Ego sagt leider ja. Ja, natürlich, ich falle auch rein und sage, bin ich wieder ein bedepperter Mensch. Ja? Ja. Jetzt mache ich noch kurz eine Auseinandersetzung mit meiner liebsten Herzdame, spiele kurz auf der Ebene und eine nahe Sekunde später sagen, bewusst bist du gerade nur getriggert, bewusst ist das getriggert in dir, löse es und lass die. Okay, was ändert sich ganz konkret? Wenn wir sagen, wir haben jetzt 2 Bewusstseinsebenen, einfach eine tiefere, eine höhere. Was ändert sich? Das ist aber begrenzt gesagt. Ja, genau. Das machen wir einfach. Wir machen einfach mal 2 Ebenen. Deine ganze Schwingung verändert sich. In dem Moment, wo wir jetzt sprechen und ich bin in einem weiteren Bewusstsein oder ich gehe in ein begrenztes Bewusstsein. Jetzt begrenze ich mich, mein Bewusstsein, und ihr hört, die Stimme wird anders, ja oder nein. Mein ganzes Feld wird anders, ja oder nein. Und ich spiele das jetzt nicht. Jetzt gehe ich wieder in ein weiteres Bewusstsein hinein, soweit ich nur kann. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und somit wird man, wie du es vorhin gesagt hast, es gibt einen Punkt, den ich dauerhaft gerne besuche, der ist da oben raus und da oben rein. Mhm. Und da oben ist alles gut. Okay. Es ist gut, wie es ist. Es ist gut wie in deiner Kreation, was du kreiert hast. Ich schaue mir immer die Sachen an, wie habe ich das jetzt kreiert? Also die Sachen, die ich vielleicht als Mensch nicht so toll finde. Aber ich habe sie kreiert. Was mich interessieren wird, ist, was ändert sich im Alltag oder in deinem... Also das, was du jetzt erklärst, ist so, was sich in dir ändert. Aber wenn du jetzt im Leben bist, ja, und du hast jetzt einfach 2 Modis, ja, niedriges Bewusstsein, höheres Bewusstsein. Was ist der Unterschied im Leben? Es beginnt von innen, also ich muss mich innerlich verändern. Im Leben geschieht Folgendes, wenn ich in meinem weiten Bewusstsein bin, was jeder Mensch kann, dann schau dich die Welt anders an. Okay. Wenn du die Welt betrachtest, weil das kannst du nur auf der Metaebene, das heißt, dein denkendes, begrenztes Beta-Wellen-Waves ist gerade am sich ausweiten, dann schaust du vielleicht ein Kind an und das Kind schaut dich an. So ein Baby. Ganz anders. Tiere kommen vielleicht auf dich hinzu, wenn du heller schwingst. Menschen schauen dich anders an. Aber deswegen mache ich es gar nicht. Das ist einfach nur im Außen geschehen einfach andere Dinge. Mhm. Und wenn es einem ganz gut gelingt, was mir jetzt schon ein paar Mal gelungen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, kommen einfach die Dinge wirklich, wie es beschrieben wird, einfach das Beste, was für dich sein kann, einfach so in Divine Timing. Okay. Das Ego will es schneller, das Ego will was anderes, aber es kommt halt in Divine Timing. Das ist, was du wahrnimmst, wenn du in ein höheres Bewusstsein auch kommst. Ja. Und wieder musikalisch betrachtet, das Orchester klingt anders. Und wenn ich coache, es wirkt schneller, weil ich mein Konzept gar nicht mehr reinlegen muss. Mhm. Wie du es selbst gesagt hast, wenn du sagst, nee, ich gucke, was für die Person jetzt gerade gut ist, wahrscheinlich mal nur das Basic für uns. Nächster Schritt, was machst du denn jetzt? Oder für den anderen ist es eine ganz andere transformative Aussage, die du getroffen hast. Mhm. Dann bist du im Bewusstsein für denjenigen und bist weg von deinem Ego-Konzept. Mhm. Wie ist deine Methodik, in einen höheren Bewusstseinszustand zu kommen? Hast du eine Methode dafür? Ja. Ja? Ja.
Magst du sie teilen? Ja, gerne. Okay. Es gibt eine, die ich schon seit Jahrzehnten betreibe, ist die, die ich eben schon gesagt habe, weil ich sowieso gerne geistig angebunden bin. Ich gehe hier, man nennt es Scheitelchakra, oben raus und gehe über den Raum hinaus. Okay, aber ich würde jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung sagen, das kann nicht jeder so direkt. Wie, kannst du es in einfachen Worten erklären? Also wahrscheinlich du lenkst dein Bewusstsein erstmal auf eine bestimmte Stelle im Körper oder wie gehst du da vor schrittweise? Machst du das in der Meditation? Ist das Mittlerweile was? nicht mehr. Nicht mehr. Nicht Okay. mehr. Also ich habe früher viel meditiert. Da gab es diesen Moment, ich war unten in meinem Meditationszimmer, ging nach oben und die Kinder waren in ihrem Wirrwarr, wie sie waren, und ich war sofort wieder draußen aus meiner Meditation. Zu dem Zeitpunkt sagte ich mir, Stefan, schön, warst du eine Stunde in deinem Frieden und das bringt dich raus aus dem Frieden. Also entweder du bringst die Meditation jetzt in dein Leben hinein oder du trennst die Meditation und hast eine Stunde nur dich und im 23 Stunden deines Lebens ist nur Wirrwarr. Okay, um es etwas konkreter zu machen, ich bringe den denkenden Geist, das, was da oben denkt, kennen wir wahrscheinlich alle, rein ins Herz. Okay. Ich bringe das, was Instinkt genannt wird, das im Bauch, das Bauchgefühl, rein ins Herz. Denn ein Wissenschaftler hat herausgefunden, Ende der 80er Jahre, dass wir über 45.000 Neuronen, glaube ich, waren es, also die Anzahl, haben und das Herznervensystem ist autark. Das Herz gibt viel mehr Informationen als Gehirn als umgekehrt. Und wenn wir über Neuronen sprechen, sagt die Neurowissenschaft, wir haben Neuronen im Gehirn. Und er hat herausgefunden, dass wir, ich glaube, Adam Armour hieß er, bin mir nicht ganz sicher, dass wir 45 Millionen, ich weiß gar nicht mehr, 45.000 Neuronen im Herz haben. Und das nennt man diese Herz-Gehirn-Kohärenz. Nicht mein Wort, aber die gibt es ja überall. Und da beginne ich, aber so habe ich früher nicht begonnen, so beginne ich jetzt. Rein, rein. Und wer jetzt mitgefühlt hat, konnte ein bisschen dem verfolgen, wie es in sich selbst wirkt. Rein, rein. Und wenn man anfängt, wieder irgendwas zu machen, du gehst jetzt da rein und du bist der Übersetzer von da. Und ich hatte früher einen ganz großen Herzschmerz, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch, also wirklich massiven Herzschmerz. Bis ich daran gearbeitet habe, gelöst habe und bis die Erkenntnis kam, du willst mir eigentlich das Richtige sagen. Gibt es diese Entscheidung, gibt es diese Entscheidung. Gehst du auf, mache ich's. Gehst du zu, mache ich es nicht. Mhm. Das war nicht das größte Geschenk von meinem Herzen und ich habe es immer verweigert, weil es war so brutal schmerzhaft. Ja, das ist, wenn Blockaden irgendwo sitzen, dann fühlt man die halt genau dann, wenn man da reingeht. Ne? Genau, oder man kann gar nicht fühlen auf der Ebene. Ja. Also mir ging es tatsächlich lange Zeit so, dass ich auf meinem Herz, also da, wenn ich es im Vergleich zu jetzt eigentlich gar nichts fühlen konnte. Mhm. Ja, es war mehr so ein Konstrukt und ganz viel Schmerz auch gelöst werden dürfte, so auf der Herzensebene. Und jetzt kann ich das gut nachvollziehen, also dass das wirklich halt, dass man das fühlt, ne? Dass man auch das Liebe fühlen kann, aus sich heraus. So. Aber da wurden wir auch alle verfrequenziert, weil Liebe ist auch so ein Konstrukt. Diese Art von Liebe, die ich interpretiert habe als junger Mensch, ist ja nicht das, was wirklich die Agape, die allumfassende Liebe ist, die man empfinden könnte, wenn man möchte. Das ist genau das, was ich meine. Also ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, ich fühle Liebe, aber das war eigentlich nicht das Level, was möglich ist, wenn man das Herz halt wirklich offen hat. Ja. Okay, du sagst das. Bei mir wurde es über den Schmerz erkennbar. Da habe ich meinen Herzbereich kennengelernt, weil es einfach immer geschmerzt hat. Sonst wüsste ich, glaube ich, bis heute nicht, dass ich dann Herzgefühl hätte. Okay. Was sagst du, okay, das ist der erste Schritt, ist erstmal ins Herz gehen. Ja. So, du sammelst deine Energie im Herzen und dann von dort aus gehst du dann, sagst in die Anbindung nach oben. Genau. Okay. Es ist wie wenn ich mir da oben so eine, weiß nicht, ein Cabrio. Ich mache hier das Dach auf, dann stelle ich mir eine Leiter hin und kletter einfach raus. Habe ich es früher meinen Studenten erklärt. Und dann gehe ich einfach raus und laufe da hoch, so hoch ich gerade möchte. Und eigentlich mit jedem Studierenden, den ich es gemacht habe, ging es sofort. Sofort, die waren sofort. Und dann frage ich immer, und jetzt, was denkst du da oben? Moment, ich muss wieder runter. Ja. Also Real Life geht es etwas schneller, aber genau.
Ich habe es mit dir, glaube ich, schon mal gemacht. Du hast mit mir schon mal genau, gemacht, ja. Und ich habe es auch gefühlt. Ja, genau. Und ich konnte es auch jetzt schon, ich kann es fühlen. Allein wenn du darüber sprichst, kann ich es mitfühlen. Das heißt, im Prinzip sagst du ja, kann jeder. Ich habe es noch bei keinem nicht erfahren. Außer wir waren gerade irgendwo beim Essen und es waren zu viele Leute und die Person wollte, der war jetzt gerade diese Situation nicht ganz passend. Aber in einem 1:1 jeder. Jeder in alles, also jeder sofort. Ich habe es noch nicht anders kennengelernt. Okay, das ist Wir spannend. fallen wieder runter, ja, okay. Aber es ist unsere, wie du es gesagt hast, unsere natürliche Anbindung eigentlich. Ist spannend, weil ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass es nicht jeder kann. Ja, dass es jetzt eine spezielle Stefan-Gabe ist. Einfach so, ich kann jetzt einfach mein Dach aufmachen, aber du sagst jetzt aus deiner Erfahrung, kannst du alle Menschen da drin auch hinbringen. Das ist meine Vision, meine Mission vielleicht auch. Also nicht nur da, aber zu dem zu werden, was ihre Seele möchte. Warum? Weil es meine größte Aufgabe ist im Leben, das herauszufinden. Und wir kennen es ja, da wo wir am meisten dran arbeiten, da sind wir, glaube ich, die besten Berater, Unterstützer. Ja, oder da, wo man den größten Schmerz hatte. Oder da, wo der größte Schmerz ist. Ja, genau. Da kann man am besten helfen. Und da heißt es, ja, löst doch erstmal deinen Schmerz, wie du es vorhin genannt hast. Ja, ich löse ihn, indem ich das andere auch beibringe. Dadurch löse ich meinen und den Schmerz der anderen und somit alles, was im Feld ist. Ja, das ist spannend, oder? Also das merke ich auch mal im Coaching. Ich habe Menschen im Coaching und es kommen manchmal so in einer Woche immer die gleichen Themen und ich erzähle und mache und dann, ich hatte es einmal so ganz explizit und dann an einem Freitag gehe ich heim und da dachte ich mir so, wow, das hast du dir jetzt immer schön selbst erzählt. Ist irgendwie, ja, genau das Thema habe ich ja auch gerade. Ich könnte jetzt mal genau das, was ich den Leuten die ganze Woche erklärt habe, was sie umsetzen könnten oder als Vorschläge gegeben habe, könnte ich auch selbst mal machen. Sage ich auch gerne meine Klientinnen und Klienten, wo ich sage, das sage ich jetzt mehr zu mir als zu dir. Ja. Und seitdem ich die Erkenntnis habe, finde ich es total spannend, darauf zu achten, wer kommt jetzt zu mir, mit welchem Thema und wie ist das Thema connected zu mir. Ja. Und ganz häufig natürlich so, dass ich das Thema wirklich gemeistert habe. Okay, der kommt zu mir, ich habe es gemeistert. Aber es kommt auch manchmal dann genau derjenige, der mir spiegelt, das Thema habe ich auch noch in mir. Und durch die Arbeit mit meinen Klienten löse ich es auch für mich. Was ich total cool finde. So ist jedem geholfen? Ja, das ist jedem geholfen. Ja, absolut. Absolut. Ja. Und eins der wichtigen Lernerlebnisse ist ja selbst zu lehren. Also auch wenn das Wort jetzt bei uns im Coaching nicht trifft, aber da lerne ich eigentlich sehr, sehr gut dabei. Etwas Neues, was ich erfahren habe, direkt gleich zu lehren. Nicht erst, wenn ich das in eine Professur verpackt habe. Absolut. Okay, jetzt würde ich gerne nochmal zurückgehen zu der Stelle, du gehst nach oben raus. Das lässt dir keine Ruhe, gell? Lässt dir keine Ruhe. Was kann ich dann damit machen? Also was ist der Nutzen davon? Jetzt mal ganz pragmatisch down to earth. Was ist der Nutzen, wenn ich es schaffe, mit meinem Bewusstsein, ich sage jetzt mal in ein Überbewusstsein zu gehen, aus meinem normalen Tagesbewusstsein rauszugehen? Intuition. Intuit. Ah, nice. Meine Tochter hat mir mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, du Papa, also ein Essenstisch, weißt du, manchmal kommt da oben so ein Tröpfchen rein. Ich voll hellhörig. Und genauso ist es. Sie sagte, da kommt ein Tröpfchen rein und dann kriegt sie einen Gedanken. Das heißt, da oben gibt es so ein Feld. Das ist doch meine Tochter. Und da oben, mittlerweile sprechen wir auch offen darüber. Auch Papa, ich sage das über das Tröpfchen, so nennt sie es. Das ist dieses Nullpunktfeld. Ich habe unter anderem da oder auch wenn ich da rausgehe, diesen Kontakt zum Nullpunktfeld. Wir erkennen es, glaube ich, alle. Wir gehen vielleicht irgendwann raus und sagen Schlüssel. Warum Schlüssel? Tür zu. Schlüssel. Wir waren dort nicht 100% bewusst angeschlossen. Es kam Intuit. Das Gehirn hat es zerschreddert und sagte, ach, wozu Schlüssel? Und das Leben sagt, hättest du ihn gebraucht. Okay. Down to earth. Ja. Und wenn ich es speziell beim Dirigieren brauche, dann, weil ich jeden Moment neu schöpfen muss. Der Komponist hat die Partitur neu geschöpft und hat es aufgeschrieben, aber ich kann es nur im Moment schöpfen, bei jedem Konzert. Und dazu nutzt mir dieser Zugang, dort zu sein. Und während wir hier reden, bin ich dort, zeitgleich. Und fürs Coaching hilft es mir umso besser, weil es kommt was rein, ich sage was und ich denke, was sage ich denn da? Mein Gehirn sagt, was hast du jetzt gesagt? Und ja, und es trifft.
Ja, und je mehr ich mich dafür öffne, desto mehr habe ich aber erst seit dem Coaching kennengelernt, einfach mal raus damit. Ja. Was dir durch den Sinn kommt, ist, glaube ich, die einfachste Aussage. Ja, es ist halt, im Prinzip ist es schon alles da. Ja. Das ist auch Es was. ist alles da, im Bewusstsein heißt, worauf frequenziere ich mich? Das ist, was mir im Coaching auch, ich sag mal, die Sache auch einfach macht, weil ich halt weiß oder für mir bewusst ist, dass schon alles da ist und dass auch alles, was die Person für einen Weg braucht, ist schon vorhanden. Es ist schon angelegt in der Person. Das Einzige, warum es die Person vielleicht nicht erkennen gerade kann, ist fehlendes Bewusstsein, weil es halt im Unterbewusstsein ist und wir es nicht sehen können. Deswegen habe ich das Thema auch ausgesucht, weil ich finde, das halt Bewusstsein ist so ein essentielles Thema, einfach für den eigenen Weg. Weil in dem Moment, also so ging es mir, ich würde mal sagen, früher war mein Bewusstsein eher, ich nehme oft so diesen Vergleich von einem Suchscheinwerfer. Ja? Also das machen ja viele so, ich habe einen Blick und ich habe dann einen Tunnel und ich habe sowieso eine kleine Taschenlampe. Und zum einen ist die vielleicht nicht so weit, ich kann nicht so weit sehen und ich habe auch nur noch einen kleinen Beam. Und dementsprechend, so nehme ich die Welt halt wahr, sehr beschränkt. Und über die Reise, über viele Jahre, wo ich eben innere Themen gelöst habe, dann bleibt es ja nicht aus, dass im Prinzip dieser Scheinwerfer zum einen stärker wird, aber auch weitergeht, dass man einfach so Zusammenhänge besser erkennen kann. Und dann ist es völlig klar, was man machen kann. Also ich merke es immer noch, wenn ich zum Beispiel eine intensive Breathwork-Session habe, also Atemtechniken und ich katapultiere mich irgendwie raus. Bist auch so ein Freak davon, ja. Ja, dann passiert es halt manchmal, ich habe mal so ein Konzept für einen Workshop, das war völlig klar und ich so, alles klar, ich mache die Meditation, ich mache das. Und zum Glück war ich in dem Moment so geistesgegenwärtig und ich habe es mir wirklich aufgeschrieben, weil ich habe gedacht, das war so klar, das vergesse ich nie mehr. Und es hat genau eine Dreiviertelstunde gedauert danach und ich so, wie war das Konzept? Und dann, Gott sei Dank habe ich es aufgeschrieben. Und das hat mir jetzt auch nochmal so verdeutlicht, ich war in dem Moment in einem Zustand eines höheren Bewusstseins, die Information war da, es war glasklar, aber ich bin halt nur durch das Breathwork an die Stelle gekommen, dann komme ich wieder zurück, mein Alltagsbewusstsein, das war tatsächlich wieder weg. So, und kenne ich. Ja. Und das ist sehr spannend, wie man damit arbeiten kann und einfach, aber das, was du eben sagst, das habe ich im Auge gemerkt, es gibt so ein gewisses Potenzial an Bewusstsein, das ist einfach schon vorhanden, wir nutzen es nur nicht. Zum Beispiel durch die falschen Techniken. Also indem ich zum Beispiel gar nicht probiere oder nicht weiß, in der Meditation einfach mein Bewusstsein mal aus meinem Körper rauszulenken und einfach mal zulasse, hey, die Information ist schon da. Gefühl. Wir wissen nicht, wie es sich anfühlt. Also wenn ich rausgehe und sage, mir ging das lange so, bin ich jetzt schon da? Also weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Bin ich schon da? Bin ich noch nicht da? Vielleicht noch ein bisschen höher. Aber wenn ich rausgehe, merke, es macht irgendwas auf. Oder es fängt an zu kribbeln. Oder es wird, weiß nicht, es fröstelt. Das ist Energetik. Das ist das, wenn ich sage, ich bin angebunden an dieses Feld. Ich fand es so schön, was du gesagt hast. Das habe ich mir noch gar nicht bewusst gemacht. Diese Konzentration. Ich glaube, unsere Konzentration wurden wir, also ich habe das so gelernt, so geprägt auf, das ist Konzentration. Das ist für mich mittlerweile, deswegen toll, dass du es gesagt hast, Begrenzung, weil das ist Konzentration. Diesen Spot weiter aufziehen. Aufziehen. Ja. Und wie du so schön sagst, ist eigentlich alles da. Bildhauer sagt ja eigentlich auch, das ist ganz einfach, ich mache nur weg, was nicht dazugehört, dann kommt die Skulptur zum Vorschein. Es klingt ganz einfach, es ist auch so einfach, aber es ist jedes Mal eine neue Entscheidung, jeden Tag aufs Neue. Ich finde auch, die Welt wird wieder magisch. Ja. Also vor meinen Coaching-Ausbildungen habe ich ganz viel Familienaufstellungen gemacht. Auch teilweise sehr lange Aufstellungsarbeiten, 5, 6 Stunden, sind da wirklich tief gegangen. Und ich fand es unglaublich, was hinter den Kulissen abläuft. Also wenn man das mal wirklich darstellen kann, und ich war da einfach Teilnehmer zu dem Zeitpunkt, ich war Zuschauer und ich sehe halt einfach Menschen gehen in eine gewisse Position. Ich sehe, wow, das ist jetzt genau meine Mutter, das ist genau mein Vater, der schon lange verstorben ist. Und dann haben wir Schichten für Schichten weitere Personen reingestellt und sind da zurückgegangen. Und das ist dann auch so, wo man merkt, mit dem Alltagsbewusstsein, mit dem, was wir wahrnehmen, wir nehmen eine Situation wahr, die ist völlig falsch. Oder wir sehen, nicht falsch ist das falsche Wort, wir sehen sie sehr begrenzt.
Und wenn man eben diese Schichten dahinter sieht, dann auf einmal bekommt man ein Verständnis dafür. Und da habe ich gemerkt, bei mir, dann passiert auch die Heilung, weil auf einmal kann ich eben sehen, was eigentlich hinter den Kulissen los war. Ich kann das fühlen, ich kann meinen Frieden damit machen und es hat meine Perspektive auf ganz viele Sachen in meinem Leben komplett verändert. Und es war auch so, wir machen bewusst also gezielt mit der Methode das Bewusstseinsfeld auf, wir zeigen, was da mal wirklich los ist. Ja. Danach machen wir es zu. Ich gehe dann mit nach Hause und ich merke so, okay, ab jetzt ist halt einfach alles anders, nicht mehr wie zuvor, weil ich eine andere Information in meinem System habe. So, und das ist, ja. Es ist der Weg zur Matrix. Ne? So, wenn man so rausschaut, wow, was ist hier alles möglich? Ja. Perspektivenwechsel. Es ist, Perspektivenwechsel. Ja, es ist aus meiner Sicht tatsächlich viel, viel mehr möglich, als was wir denken. Auch was ich immer noch denke. Ne? Deswegen ist es ja zu rationalisieren, die Ratio. Mhm. Also den Prozessor, ich nenne jetzt heute schon ein paar Mal so, der soll bitte alles übersetzen, was ich fühle oder was intuit kommt. Mhm. Bitte übersetze es, wenn du bereit bist dazu. Bist du schon immer gut ins Gefühl gekommen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, weil ich Fühlen auch ganz, ganz falsch verstanden habe. Als ich mit Chakra-Arbeit anfing, ich merke nichts. Herzchakra war schon immer schnell fühlbar für mich. Ansonsten, ich habe nichts gefühlt. Körperlich nichts gefühlt. Okay, wie bist du ins Fühlen gekommen? Chakra. Das Chakra-Training hat mich in diese reinatmen. Mittlerweile ist es ganz einfach, aber es war ein Weg. Wenn ich heute jemand sagt, du musst nur reinatmen, dann geht's. Hätte ich damals gesagt, ja, bist du narrisch oder was? Also was meinst du mit Chakra-Arbeit? Also es gibt ja 7 Großchakren, genau, und es gibt verschiedene Wege, was jemand braucht, um daran zu kommen. Und das war so mein Eintrittsfeld ins Fühlen. Weil Fühlen ist ja menschlich betrachtet, ich komme nochmal zurück zur Musik, ich spiele einen Akkord. Dann empfinde ich Trauer. Wie du soeben gesagt hast, ich weiß nicht, ob der Komponist Trauer empfunden hat zu dem Zeitpunkt und wenn ja, war es seine Trauer, war es die Trauer aus dem Familienkonzept, war es die Trauer seiner Mutter, seiner Gott weiß was, es war ja eh nicht seine Trauer. Wenn ich hier Trauer empfinde, ist es ja eh nicht meine wirkliche Trauer, die kam von irgendwoher. Vielleicht irgendwann mal durch einen Akkord ausgelöst oder nicht. Meine ist es nicht. Schwer zu begreifen. Also ich habe das am Anfang schwer für mich begriffen. Ich habe mal irgendwann immer gefragt, es ist nicht mehr. Also du sagst, du fühlst was? Es ist Frequenz. Es ist Frequenz? Es ist nur noch Frequenz. Okay, aber es ist nicht zwingend deins, was du fühlst. Nein. Und wenn es ist es vielleicht konzipiert von mir. Mhm. Also ja, ich habe mir es kreiert, aber was weiß ich, was meine Eltern, was mein Umfeld, was meine Lehrer, was meine Geschwister alles gesagt haben, geschweige denn empfunden haben. Unser menschliches Ohr hört gewisse Oktaven und danach hört unser menschliches Ohr nichts mehr. Heißt aber nicht, dass wenn ich eine Oktave höher anschlage, dass der Ton nicht immer noch wahrnehmbar ist, nicht hörbar. Aber wie gehst du dann um? Okay, also wir haben jetzt ein ganzes Spektrum an Gefühlen. Also normalerweise als Mensch, wir teilen es so in positiv und negativ. Es gibt Sachen, die wollen wir fühlen, Spaß, Freude, so Aufregung und dann gibt es die ganzen Sachen, die wir halt in die Kiste, so Trauer, Angst, Zorn, Wut wollen wir idealerweise nicht spüren. Wie gehst du damit um? Also entscheidest du, was du fühlen willst, was du nicht fühlen willst oder lässt du es durch dich durchlaufen oder wie ist so dein Umgang mit Gefühlen? Also tendenziell richte ich mich auf das Gefühl aus, was ich haben möchte. Also will ich einfach frei in Agape sein. Agape ist die allumfassende Liebe, für die es vielleicht noch nicht gehört haben. Dann richte ich mich einfach drauf aus. Also, und dann macht meistens ein bisschen dieses Kribbeln. Also immer, wenn wir ist es eine höhere Schwingung als das da. Wenn es mich aber erwischt, wie jetzt bei der Beerdigung meines Vaters, dass ich irgendwie ein Lied höre und ich komme dann in so eine, oder mein Sohn auf mich zukommt und ein bisschen Tränen hat und ich fühle sowas wie, was man als Schmerz bezeichnen könnte, dann lasse ich das durchlaufen. Einfach durchlaufen. Es hört eh auf. Warst du schon 24 Stunden dein komplettes Leben grundlos glücklich? Ja, glaub schon. So 24 Stunden?
Ja, das ist dann nur so eine Zeit, wo ich nicht mehr bewusst mitbekomme, Ja, genau. wenn ich schlafe. Also ich sage immer, 24 Stunden wahrscheinlich am Stück jetzt nicht. genau, es geht vorbei. Ja, es geht vorbei. Und ja. alles, was mit Schmerz zu tun hat, es geht auch vorbei. Ja. Ich setze mich dann, wenn es läuft, setze mich einfach hin und sage, jetzt übertünche ich nichts durch einen Kaffee, ich lasse einfach laufen. Ist nach 1-2 Minuten vorbei. Also im Prinzip, wenn man das jetzt, wenn ich das so höre, man kann eigentlich 2 Tipps da rausnehmen. Das eine ist erstmal die Gefühle einfach annehmen, sie fühlen, sie gehen durch einen durch. Sei es die Freude, sei es die Trauer. In Freude und Leid, in Gelassenheit. Okay. In Freude und Leid, in Gelassenheit. Ja. Wir wollen nur diese Freude, ja, diese Dopaminfreude. Das ist ja auch, das macht dich ja kaputt irgendwann. Ja. Weil das laugt ja auch den Körper aus. Ja. Das meine ich persönlich nicht mit Freude. Deswegen komme ich bei manchen gar nicht so freudvoll an, weil ich diesen Hype nicht unbedingt habe. In Freude. Annehmen. Ich glaube, du hast es gesagt. Mhm. Wenn ich annehme, was ist und es schaffe nicht zu bewerten, dass ein Schmerz schlecht ist und nur Dopamin, Glück, Freude gut ist, das, wie es gerade ist, das ist es jetzt. Mhm. Und irgendwann die Entscheidung zu haben, das lasse ich jetzt durchlaufen, aber eigentlich stelle ich mich jeden Morgen so, das wäre das Optimum. Mhm. Und in jeder nahe Sekunde, du machst etwas mit mir, was positiv ist, wunderbar. Oder du löst etwas aus, was nicht so positiv ist. Das passt nicht, als versuche ich das nach und nach zu ändern. Du hast auch gesagt, also das eine ist erstmal, okay, es kommt ein Gefühl, ich lasse es durch mich durchlaufen. Dann hast du aber gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, ganz bewusst auch in ein gewisses Gefühl zu gehen. Das heißt, wir sind dem nicht zwangsläufig ausgeliefert, sondern es ist auch eine bewusste Entscheidung, in welchem Gefühl ich sein will. Ja, bis auf eins, was ich bei mir entdeckt habe. Ich spüre Schmerz und Leid. Ich bin Glück und Freude. Ich spüre Schmerz. Ich bin Glück und Freude. Bau das mal ab, Stefan. Aha. Bau mal diesen Schmerz ab. Das ist nämlich so dieser Spiri-Weg gewesen. Nein, ich bin ja nur allumfassende Liebe und Freude und diesen Schmerz, den bin ich ja eigentlich nicht. Und in dir macht's tschung, 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 tschung. Also anschauen, dann habe ich lernen dürfen, da ist er. Jetzt kommt er gerade mal hoch. Wenn du es gleich machst, geht es schneller. Ja, aber wenn ich neutral bin, wenn ich es morgens, wenn wir aufwachen, wir sind eigentlich noch neutral, so gut es geht, in unseren Gehirnwellen, dann richte ich mich schon aus, heute so. Und wenn ich bemerke, es kommt eine Fremdschwingung von außen, wo ich merke, die Schwingung passt nicht auf mich, dann sage ich, nein, diesen Ton hätte ich gerne in mir. Mein Ton. Der darf gerne so sein, der Ton, der da ist. Mein Ton. Es ist spannend, wie du das beschreibst, weil genauso nehme ich es auch wahr. Ich glaube, bei mir war es früher das Problem gewesen, dass ich vieles nicht fühlen wollte und nicht damit umgehen konnte. Dadurch habe ich es weggeschoben und würde auch sagen, gefühlt in meinem Körper irgendwo eingespeichert. Ich habe es deponiert. Ja. Und jetzt über die letzten Jahre, wo ich viel innere Arbeit gemacht habe, war es eben so gewesen, dass ich viele Gefühle zugelassen habe und denen wirklich Raum gegeben habe. Und da war natürlich viele Stunden, sind Training geflossen, weil viel Schmerz, den ich früher nicht fühlen wollte, der kam dann halt. Aber dadurch habe ich auch gelernt über die Zeit, dass es wirklich, also das komplett losgelöst zu machen. Ich kann jetzt, wenn so ein Gefühl durch mich durchläuft, dann laufen mir Tränen, aber es ist kein Schmerz und die laufen einfach mal. Mein Körper reinigt dann einfach irgendwie was. Genau. Und genauso gut merke ich, das ist ein Prozess, der läuft eine gewisse Zeit lang und dann danach ist es aber auch gut. Und dann kommt wieder diese Freude, die wir eigentlich haben wollen. Also die ist ja eigentlich immer da. Ja. Die ist immer da, nur wenn ich sie nicht fühlen kann. Ich beschreibe es oft so, dass wie die Sonne scheint immer und dazwischen ist jetzt einfach mal eine Wolke, eine Gewitterwolke. Und wenn ich bereit bin, mir die anzuschauen, dann kann ich halt relativ schnell, dann ist es wieder weg. So, das regnet ab, geht über die Augen vielleicht auch raus. Und dann danach merke ich, scheint die Sonne wieder. Also mir geht's gut, aus mir heraus. So. Aus mir heraus, genau. Weil wir sind ja nicht das. Ja, genau. Wir sind ja das. Ein Weisheitslehrer hat mal gesagt, so gut ich das nochmal repetieren kann, ich weiß, ich bin grundlose Freude, ich bin grundlose Liebe. Aber jetzt habe ich gerade einen Trauer in mir. Ja, das ist schön. Ja, das ist eigentlich so ein
Schließt. Ein schöner Satz, um so langsam zum Ende zu kommen. Ich glaube, das Thema Bewusstsein, wir könnten jetzt noch 5 Stunden sitzen und weiter sprechen. Ich habe es sehr genossen, den Austausch mit dir. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss an dich, um das rund zu machen. Das sind jetzt vielleicht die ein oder anderen, die das anschauen und sich fragen, so okay, ich bin vielleicht selbst mit einem Veränderungsprozess oder ich wünsche mir Veränderung für mein Leben. Was kannst du den Menschen für einen Ratschlag geben, so aus deiner Erfahrung? Was würdest du sagen, ist ein guter Ratschlag für jemand, der sich verändern will oder da gerade mittendrin steckt? Kommt in euer Herz, hört, empfindet euer Herz. Und ich sage das wieder mehr zu mir als zu allen anderen. Nehmt die Hilfe an, die euch gut tut. Manchmal ist es ein Coach. Ja, man kann Hilfestellung geben. Manchmal ist es nur ein gutes Bad. Manchmal ist es Ruhe. Manchmal ist es das, was euch gerade gut tut. Und dann wird das Herz euch zurückspiegeln, weil es fühlt sich empfunden. Und dann seid ihr wieder mutigen Herzens, den kleinen nächsten Schritt zu machen. Schön. Vielen Dank, dass du das geteilt hast und wirklich schön, dass es heute geklappt hat. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, Joachim, an dich.